Was, wenn der Ort, an dem du lebst, dein ganzes Leben beeinflusst, ohne dass du es merkst? Ich bin Matthias und ich habe Astrokartografie ein ganzes Jahr lang getestet. Nicht am Laptop, sondern in der Realität. Ich habe in Bali gelebt, in Australien und in Französisch-Polynesien. Und was ich dort erlebt habe, hat mein komplettes Leben verändert. Aber stopp, starten wir zunächst von vorne. Am Anfang war ich skeptisch. Überall siehst du KI-Analysen und Instagram-Werbung von Astrokartografie, die dir versprechen, die große Liebe, den perfekten Job, das perfekte Leben an einem bestimmten Ort zu finden. Aber die Wahrheit ist, diese Aussagen sind zu einfach, zu oberflächlich und oft auch schlichtweg falsch berechnet. Also habe ich beschlossen, ich teste es selbst. Die letzten Jahre habe ich Astrologie gelernt und wie man Relokationshoroskope erstellt und ich habe meine eigenen Daten berechnet und bin genau an diese Orte gereist und habe mehrere Monate dort gelebt. Ich habe nicht nur die persönlichen Auswirkungen gemerkt, welche ich vorab berechnet habe, sondern ein Ort hat sogar mein Leben für immer verändert und mir den Sinn meines Lebens offenbart. Diese Geschichte möchte ich heute mit dir teilen und dir zeigen, wie auch du durch Astrokartografie dein Leben nachhaltig verbessern kannst. Herzlich willkommen bei Alethics, die Kraft deiner Wahrheit. Astrokartografie ist spannend, weil es Einfluss auf unser astrologisches Horoskop nimmt. Das bedeutet, das Leben an einem anderen Ort erzeugt quasi ein zweites Horoskop und kann auch deinen Aszendenten verändern. Das bedeutet nicht, dass sich dein Geburtshoroskop verändert, aber es verändert deine spezielle Konstellation an diesem neuen Ort, was wiederum Einfluss auf deine Lebensbereiche hat. Ein neuer Ort kann dich dabei unterstützen, spezielle lebenslange Herausforderungen zu meistern, die dich schon sehr, sehr lange quälen. Oder ein anderer Ort kann dir auch helfen, andere Anteile und Qualitäten in dir zu entdecken, dich für andere Menschen anziehender zu machen, die helfen, berufliche neue Möglichkeiten zu entdecken und damit dein Leben nachhaltig zu verändern. Der Spruch, egal wohin du gehst, du nimmst dich selbst immer mit, der ist zwar korrekt, aber wir haben vergessen, dass Ortswechsel für uns Menschen evolutionär lange eine essentielle Rolle in unserem Leben gespielt hat. Der Grund ist mitunter auch persönliche Entwicklung, Gesundheit und Lebenskraft. Der Ort, an dem wir leben, hat einen großen Einfluss auf unser Leben und ein Ortswechsel kann dir helfen, deine lang ersehnten Träume zu erfüllen. Das nennt man Astrokartografie, auf Englisch Astrocartography. Und genau das habe ich gemacht und mir ein paar Orte in der Welt gesucht, welche mich mit meinen speziellen Herausforderungen im Leben unterstützen. Also bin ich nach Bali, Australien und Französisch-Polynesien gereist und habe dort jeweils ein paar Monate gelebt. Die stärkste Auswirkung hatte Moorea in Französisch-Polynesien für mich. Dort habe ich 8 Monate verbracht und es hat verändert, wie ich die Welt und vor allem meine Welt sehe. Astrokartografisch hatte ich bereits in Österreich, meinem damaligen Zuhause, gesehen, dass Französisch-Polynesien meinen Fokus nach innen bringt und mich empfänglich macht für den Sinn meines Lebens und damit auch meine neue Berufung. Aber wie das Leben sich dann tatsächlich fügt, wenn man loslässt und die Kontrolle abgibt, hat mich in jeder Faser meines Wesens erstaunt. Ich kam an und hatte nur 3 Tage in einem Hostel gebucht, bevor ich keinen Plan mehr hatte, wie es weitergehen sollte. Ich wusste nur, ich möchte kein Vermögen für Hotels ausgeben und schon gar keinen Urlaub machen. Also habe ich nach Einheimischen gesucht, welche mich authentisch in die polynesische Kultur einführen konnten. Meine Intuition und Astrokartografie hatten mich an den richtigen Ort gebracht. Nach nur 3 Tagen lernte ich einen Einheimischen namens Puhir kennen. Er zeigte mir die Gegend und hatte sogar ein Zimmer frei. Wiener Blut. Kurze Zeit danach lernte ich eine Maohi-Nachfahrin kennen und ich erzählte ihr, dass ich in Österreich ein altes keltisches Ritual mit einem Baum gemacht habe, um meine Lebensmission zu finden. Wie der Zufall so will, hat sie eine Cousine, die Maohi-Heilerin ist und die hatte die Eingebung, dass jemand kommen wird, der mit Bäumen spricht. Sie wollte mich unbedingt kennenlernen.
Eine Woche später zeigte sie mir die alten polynesischen Tempelanlagen und hat mich in einem Maohi-Ritual mit der Insel und der Feuergöttin Pele verbunden. Maohi nennt man übrigens die indigenen Völker von Französisch-Polynesien. In Neuseeland heißen sie Maori, in Hawaii Kanak Maoli und auf den Osterinseln Rapa Nui. Und genau das ist auch das Siedlungsgebiet der Polynesier. Es erstreckt sich über den ganzen Pazifik von Neuseeland, Samoa, Französisch-Polynesien bis Hawaii und runter zu den Osterinseln. Die Polynesier waren Meister der Navigation und das ohne moderne Technik. Sie benutzten nur die Zeichen der Natur und waren damit imstande, den ganzen Pazifik zu bevölkern. Damit zählen sie zu den erfolgreichsten Seefahrern der Menschheitsgeschichte. Und genau das durfte ich von ihnen lernen. Aber nicht um die Meere zu besegeln, sondern um wieder auf die Sprache des Lebens zu hören und zu lernen, wie alles in unserem Leben und in der Natur miteinander verbunden und verflochten ist, ob wir es glauben oder nicht. Wir sind nicht die Herrscher dieses Planeten, wir spielen lediglich unsere Rolle im kosmischen Spiel des Lebens. Und meine Rolle brachte mich nach Moorea, wo ich empfangen, lernen und über mich hinauswachsen durfte. Ich lernte, wie man die eigene Wahrheit nicht nur spüren kann, sondern konkret als Informationsquelle lesen kann und damit ein Leben erschafft, das wirklich zu einem passt und damit gesund, glücklich und zufrieden hält. Und daraus habe ich ein System gebaut, damit auch ich anderen Menschen helfen kann, ihre eigene Wahrheit ganz klar auf den Punkt zu bringen und zu sehen, welche Berufung in jedem angelegt ist und welche individuellen Stärken er mitbringt. Und dieses System nenne ich den Alethics Truth Code und er offenbart auch deinen ganz persönlichen Wahrheitscode. Mehr Infos dazu findest du auf alethics.com. Astrokartografisch ist der Ort für mich so kraftvoll, weil mein Mond und mein Jupiter dort in den MC wandern. Anders ausgedrückt ist genau dort meine Mond-MC und Jupiter-MC-Linie und die machen mich beruflich empfänglich und auf Expansion ausgerichtet. Die Sonne im IC richtet mein Licht nach innen und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mein inneres Licht erkannt und damit den Sinn meines Lebens erfahren dürfen. Und das ist die Kraft eines bewussten Ortswechsels. Allerdings durfte ich auch lernen, dass es so etwas wie den perfekten Ort nicht gibt. Denn durch die Veränderung im Horoskop habe ich dort auch spezielle Herausforderungen erfahren, die ich so noch nicht kannte aus meinem Leben. Aber dadurch, dass es mir durch Astrokartografie bewusst war, konnte ich die Herausforderungen annehmen, staunen und viel lernen und vor allem tief innerlich heilen. Wenn du wissen möchtest, wie dein aktueller Lebensort sich auf dein Leben auswirkt und welche Anteile er fördert und welche er erschwert, oder wenn du einen Ort suchst, der dir hilft, deine aktuellen Herausforderungen zu meistern, oder du spezielle Orte prüfen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Link für dich, die Alethics Relokation. Da bekommst du handgemachte Astrokartografie, keine zufälligen KI-Algorithmen, welche dir die große Liebe und den Traumberuf an einem bestimmten Ort versprechen. Noch dazu bekommst du bei Alethics Relocation ein 60 Minuten Mentoring dazu, immer in Bezug auf dein aktuelles Leben, deine wichtigsten Fragen und deine reale Situation. Ich zeige dir, welche Wahrheit in dir steckt und wie du daraus einen Beruf bauen kannst, eine Partnerschaft, die wirklich zu dir passt. Ein Leben, das dich gesund, glücklich und tief zufrieden hält. In der Videobeschreibung unten findest du einen Link dazu. Wenn du mehr über meine Reise wissen möchtest, dann schau mal meine älteren Videos auf diesem Kanal hier an. Vor circa einem Jahr ging meine Reise los und vieles davon ist dokumentiert. Und wenn du an einem Leben in deiner Wahrheit und mit der Wahrheit interessiert bist, dann abonniere den YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke. Hier lernst du den aletischen Weg kennen, den kraftvollen Weg deiner Wahrheit. Sei willkommen in der Welt von Alethics. Ich bin Malethias am Aletischen Weg und Matthias ganz privat.